Seitdem wir in Saudi lebten, litt Frank häufig unter Kopfschmerzattacken. Bisher hat ihm aber niemand helfen können. Nur die Frau des schwedischen Arztes, die Krankengymnastin war, die half ihm mit täglichen Nackenmassagen und die Schmerzen wurden etwas gelindert. Allerdings flog sie, als Ende September zwischen dem Irak und Iran der Krieg ausbrach, sofort nach Amman, um verletzte Schweden, die dort evakuiert worden waren, zu pflegen. Ich ahnte damals noch nicht, dass dieser Krieg auch für uns bald eine sehr große Rolle spielen würde. Kaum war die Frau vor Ort, hatte Frank wieder diese massiven Kopfschmerzen. Es ging ihm gar nicht gut. Die Arbeit war anstrengend, täglich musste er zum Flughafen, um mit den Zöllnern zu verhandeln, und der anfallende Papierkram machte ihm auch keinen Spaß. Er vermisste das bunte Treiben im Hafen. Es war keine Seltenheit, dass er an einem Tag Zollpapiere für mehr als 50 Container in 3 verschiedenen Sprachen ausfüllen musste. Darum war er froh über jede Abwechslung. Sobald er zu einer anderen Baustelle fliegen musste, freute er sich wie ein Schneekönig. Aber wenn er wieder zurück war, nörgelte er oft, wie gut ich es hätte, den ganzen Tag nur faul am Pool zu liegen. Ich nahm ihm das gründlich übel, aber ich sagte nichts weiter dazu. Im Gegenteil, ich genoss mein Muttersein in vollen Zügen. Wenn Konstantin im Pool planschte, fotografierte ich ihn heimlich mit einer wasserdichten Kamera, die wir uns gekauft hatten. Der Apparat war quietschgelb, konnte schwimmen und sah für Beobachter wie Spielzeug aus. Als Frank einen Donnerstagnachmittag frei hatte, fuhren wir über den Feiertag wieder ans Rote Meer zur alten Baustelle. Er legte eine Kassette ein und die karge Landschaft nahm mich sofort wieder in ihren Bann. Allerdings konnte ich mir, je länger uns die Fahrt durch die Einöde führte, im Nachhinein gar nicht mehr vorstellen, dass ich so weit weg von der Zivilisation gelebt hatte. Und noch dazu schwanger. Als wir ankamen, war das Haus nicht geputzt und unser Junge krabbelte auf dem staubigen Boden herum. Aber Segeln und Tauchen entschädigten mich. Und als ich gegen Abend auf der Düne den Sonnenuntergang betrachtete, fühlte ich mich so verzaubert wie beim ersten Mal. Trotzdem bereitete mir die Einsamkeit, dieses Abgeschnittensein vom Rest der Welt, ein gewisses, unerklärliches Unbehagen. Und ich war nicht traurig, als wir am Freitagnachmittag den Rückweg antraten. Im Oktober änderte sich das Klima. Wenn Wind aufkam, fröstelte ich am Pool und die Abende wurden empfindlich kalt. Es war seltsam, plötzlich dicke Anoraks und derbe Stiefel zu tragen. Aber ohne diese Bekleidung war die Kälte nicht auszuhalten. Durch den Wechsel von heiß und kalt bekamen wir alle nacheinander eine schwere Grippe. Konstantin hatte so hohes Fieber, dass ich den Arzt nachts rufen musste. Hartnäckig hielten sich Husten und Schnupfen wochenlang. Liebe Follower, dank euch wächst der Kanal stetig. Wir haben mittlerweile sogar Zuhörer aus der ganzen Welt. Nur mit den Abos hapert das noch etwas. Dabei kosten die ja nichts. Und den Daumen hoch ist auch ganz wichtig. Wir hören uns. Bis bald.